Hallo und ein herzliches Willkommen an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur digitalen Immatrikulationsfeier 2020. Ich bin Amelie. Und ich bin der Tom. Wir studieren Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und gemeinsam werden wir euch heute durch das Programm führen. Jetzt sollte uns auch jeder verstehen. Perfekt. Dass wir euch in diesem Jahr nun so begrüßen werden, ich glaube, das hätten wir auch nicht für möglich gehalten. Doch durch die Corona-Pandemie ist uns ein feierliches Zusammenkommen in diesem Jahr auf dem Campus nicht möglich. Dafür werden wir euch ein paar spannende und interessante Einblicke digital geben. Zunächst wollen wir euch aber ein paar weitere Informationen mit auf den Weg geben. In den nächsten Tagen finden die Orientierungs- und Einführungstage an beiden Standorten statt. Die Orientierungstage hier in Stendal finden vom 1. bis zum 6. Oktober statt und dabei könnt ihr an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Dabei wird es einen Live-Chat geben, einen Campus-Rundgang und mein persönliches Highlight wäre dabei das gemeinsame Mittagessen. Mein Lieblingsessen ist... Und auch in Magdeburg könnt ihr an vielen spannenden Veranstaltungen teilnehmen. Unter anderem auch der Stadtrallye, das war damals mein absoluter Favorit und ich gehe super gerne in den Ja, und wenn euch das jetzt zu viele Informationen waren, keine Sorge, ihr findet das alles auch nochmal auf unserer Webseite. Da findet ihr nochmal eine Übersicht über alle Veranstaltungen aus den verschiedenen Fachbereichen. Und ich bin mir sicher, da werdet ihr garantiert auch etwas über euren Studiengang erfahren. Momentan ist es so angedacht, dass ein Teil hier vor Ort stattfindet und ein anderer Teil eben online. Jetzt wollen wir aber euch erstmal die Person vorstellen, die die Hochschule nach außen vertritt. Bereits seit 2006 ist Frau Anne Lücki an unserer Hochschule tätig und seit 2014 repräsentiert sie auch unsere Hochschule nach außen als Rektorin. Liebe Studierende, herzlich willkommen an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Es freut mich sehr, dass ich Sie zu Ihrem Studienstart begrüßen darf. Normalerweise würden wir uns in Magdeburg auf der Seebühne und in Stendal im Theater der Altmark begegnen. Doch Corona macht vieles anders, auch die heutige Immatrikulationsfeier. In diesen ungewöhnlichen Zeiten ist räumliche Distanz gefordert. Wir möchten uns digital begrüßen und dann eine Begegnung vor Ort ermöglichen. Das Motto für das Wintersemester lautet: so viel Präsenz wie möglich, so viel online wie nötig. Wir möchten uns mit Augenmaß wieder begegnen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen. In Sachsen-Anhalt gibt es zurzeit zum Glück nur sehr wenige Corona-Fälle. Das soll auch so bleiben. Deshalb möchten wir eine Rückkehr zu einem fast normalen Studienalltag schaffen. Die Hochschule soll ein Ort des Austausches, des Diskurses, der Interaktion sein. Denn das macht uns als wissenschaftliche Einrichtung aus. Gemeinsam müssen wir uns ganz stark mit Themen auseinandersetzen wie Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, digitale oder soziale Verantwortung. Wir stellen uns Fragen wie kommen Wirklichkeiten zustande? Neben dem Fachstudium ist es wichtig, dass die Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Wir fragen uns, warum denken wir so, wie wir denken? Warum haben wir die Meinungen, die wir haben? Eine andere, zweite Perspektive möchte ich Ihnen mitgeben. Sie hat viel mit der Region, mit dieser Welt zu tun. Überall werden Populisten laut. Sie erklären die Welt mit einfachen Wahrheiten. Oft sind es Unwahrheiten. Daher ist es für die Hochschule wichtig, dass wir uns mit Werten auseinandersetzen. Wir stellen uns gegen Diskriminierung, wir stehen für Respekt und Demokratie. Auch intern müssen wir Diskussionen aushalten, wenn es um Demokratie und Respekt geht. Die Hochschule muss sich öffnen, sie muss weltoffener werden und diverser werden, denn die Welt von morgen ist bunt.
Dieses Verständnis leben wir und ich lade Sie herzlich dazu ein. Zum Start ins Wintersemester möchten wir an 2 besonderen Stärken der Hochschule festhalten. Erstens Lehrveranstaltung in Kleingruppen mit guter persönlicher Betreuung. Zweitens der hohe Praxisbezug in modernen Laborpraktika, im grünen Klassenzimmer in Stendal oder in unseren Medienstudios. Ganz besonders Sie, liebe Erstsemester, sollen hautnah Ihren Campus, Ihre Hochschule erleben dürfen. Ihre Hochschule mit den 2 Standorten, 5 Fachbereichen und rund 50 Studiengängen. Wir haben uns für Sie ein abwechslungsreiches Programm überlegt, damit Sie einen guten Start ins Studium haben. Heute werden Sie in Ihren Fachbereichen persönlich begrüßt und werden dort alle Infos erhalten, die Sie brauchen. Unsere Webseite ist auch für Sie da. Dort sind die Infos für die Erstis. Schauen Sie sich das in Ruhe an und starten Sie gut in Ihr Studium. Haben Sie bitte keine Scheu und stellen Sie Fragen an Ihren Fachbereich, an die Mentorinnen und Mentoren und auch an den Studierendenrat. Er macht sich für Ihre Belange stark und organisiert nebenbei viele tolle Veranstaltungen. Gehen Sie offen und mit Neugier in Ihre berufliche, in Ihre akademische Zukunft. Viel Erfolg, einen guten Start ins Studium und bis bald auf Deutschlands schönsten Campus in Magdeburg und in Stendal. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Du Amelie, wir haben heute ein Paket von der Hochschule zugeschickt bekommen. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Willst du es einfach mal holen? Ja, unbedingt. Uiuiui, das ist aber ganz schön viel. Haben Sie sich nicht lumpen lassen, wa? Nee, auf keinen Fall. Womit fangen wir an? Ja, ich würde einfach mal sagen, ich fange einfach mal mit dem wunderschönen Pulli an. Das ist unser H2-Pulli. Wenn es regnet, einfach mal einen Regenschirm noch dazu nehmen, oder? Komisch, oder? Es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Sitzkissen, oder? So. Und wenn ihr euch auch ein bisschen zurücklehnen wollt im Studium und es ein bisschen entspannter angehen wollt, dann würde ich euch einfach empfehlen, BAföG beim Studentenwerk hier in Magdeburg zu beantragen. Ihr habt die Möglichkeit auf bis zu 853 € im Monat. Da lässt es sich schon doch als Student ganz gut leben, würde ich sagen. Du, und ich habe hier gerade noch was gefunden. Hier steht auch was zu dem BAföG, aber hier gibt es auch noch weitere Sachen. Es gibt noch weitere, das wusste ich gar nicht. Guck mal, hier im Ersti-Spezial. Oha, okay. Hier steht noch was von Stipendien. Die sind für besonders engagierte Studierende und werden dann finanziell unterstützt. Nicht schlecht. Das kann sich auch, denke ich, lohnen. Klar, eine Campingtasse wollte ich schon immer mal haben. Aber das, jetzt hast du doch da was Schmuckes. Guck mal. Oh, den mag ich wirklich gerne. Das ist die Farbe, passt halt auch so mega geil zu dem Stura-Logo, was wir hier haben. Genau, die ganzen Sachen bekommt ihr übrigens auch ab und an ändern mal beim Stura. Schaut doch einfach mal vorbei. Da gibt es auch guten Kaffee, dann könnt ihr euch den Becher auch direkt auffüllen lassen. Trinkwasser. Geil. Treffpunkt Campus. Ich glaube, das gibt es ja an der Hochschule. Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, es lohnt sich da mal rein Bestimmt. zu lesen, so ein bisschen, um auch was über die Hochschule zu erfahren. Also für spannende Artikel bestimmt mal das Lesen wert. Wir haben noch etwas ganz Besonderes für euch, nämlich die Verkündung des Karschade-Preises 2020. Der wird jährlich in Stendal an Studierende verliehen, die sich besonders engagieren. Und wollen wir einfach mal die Gewinner präsentieren. Guck mal, es sind nämlich sogar 2. Ich schau mal ein bisschen genauer, damit ich die Namen Ja, auch richtig vorlesen Das ist kann. natürlich ganz wichtig. Ich fange einfach mal mit dem ersten an, oder? Auf jeden Fall. Der erste Gewinner ist Oliver Friedel.
Und die zweite Gewinnerin ist Brynja Zisenis. An der Stelle wünschen wir natürlich herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Schau mal, eine letzte Sache ist hier noch. Was ist das denn? Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Aber, hä, das ist doch eine Moderationskarte von uns. Die sieht natürlich nach uns aus, ne? Aber was steht da drauf? Klar. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem DAAD-Preis und der diesjährigen Preisträgerin. Das ist nämlich Xiaotong Gao und wir wollen sie für euch einfach mal porträtieren. Und zwar kommt sie aus China, sie ist 2017 an unsere Hochschule gekommen, eigentlich für ein Austauschjahr und naja, sie ist der Hochschule treu geblieben und einfach mal hier geblieben. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst uns doch einfach ein Like da. Und abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz DAAD, ehrt jedes Jahr herausragende Leistungen internationaler Studierender. 2020 gehört Xiaotong Gao zu den Preisträgerinnen. 2017 kam sie von der chinesischen Partnerhochschule in Qingdao für ein Austauschjahr nach Magdeburg. Seit 2019 absolviert sie das Masterstudium Energieeffizientes Bauen und Sanieren an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Die größte Herausforderung war natürlich die Sprache. Ich habe, bevor ich nach Deutschland geflogen bin, habe ich 2 Monate in Qingdao Deutsch gelernt, aber das hat für das Alltagsleben in Deutschland nicht gereicht. Aber zum Glück habe ich viele Freunde, chinesische Freunde hier in Magdeburg. Und sie haben mir am Anfang viel geholfen. Bevor du nach Deutschland kommst, kannst du zuerst dich bei Buddy-Programm um ein Buddy bewerben. Ja, wie ich, wie was ich gemacht habe. Ja, sie helfen dir sehr gerne und macht das Leben zuerst einfach für dich. In Deutschland gibt es keine Studiengebühren und das macht das Studium leichter. In Qingdao müssen wir Studiengebühren bezahlen. Und in meinem Studium habe ich viel zum Umweltschutz gelernt. Und ich möchte das Konzept von Umweltschutz zurück nach China bringen. Also ich mag Natur sehr. Also ich werde empfehlen, entlang der Elbe spazieren gehen. An die Leute denke ich als erstes, wenn ich an Magdeburg denke. Ich finde Deutschland sehr schön, aber nach dem Studium möchte ich zurück nach China. Mir fehlt immer irgendwie in Deutschland meine Familie und meine alten Freunde. Ja. Für Fragen rund um Austauschsemester, das Buddy-Programm und den DAAD steht das International Office immer bereit. Auch online unter h2.de/international. Da seid ihr ja schon wieder. Ständig neue Bilder und Informationen findet ihr übrigens auf unseren Kanälen auf Instagram, Twitter. Da seid ihr ja schon wieder. Ständig neue Bilder, Informationen. Da seid ihr ja schon wieder. Ständig neue Bilder und Inhalte findet ihr auf unseren Kanälen auf Instagram. Hier bekommt ihr Einblicke und aktuelle Informationen. Hier bekommt ihr Einblicke, aber auch aktuelle Informationen. Jetzt haben wir auch wieder keine Untertitel und die Gehörlosenfassung findet auch schon wieder keinen Platz. Geht doch. Wir wollen euch jetzt noch ein spannendes Programm der Hochschule vorstellen, was wahrscheinlich erst am Ende eures Studiums interessant wird, das Alumni-Programm. Aber was ist das eigentlich? Das ist ein Programm, mit dem ihr euch nach dem Studium auch noch so ein bisschen austauschen könnt. Außerdem bekommt ihr immer noch was von der Forschung an der Hochschule mit und werdet zu exklusiven Events eingeladen. Seit März 2020 haben wir da übrigens ein neues Portal. Ihr findet das unter h2-alumni.de. Schaut doch einfach mal vorbei. Tim erzählt uns jetzt ein bisschen aus seinem Berufsalltag, aber natürlich auch aus seiner Zeit hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Nach seiner Berufsausbildung zum Maschinenbauer entschied sich Tim Lohse für den dualen Studiengang Maschinenbau Komposite Technologien an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Währenddessen konnte er bereits in Vollzeit die Theorie in die Praxis umsetzen. Mittlerweile arbeitet der Bachelor of Engineering bei einem der weltweit größten Zulieferer der Fahrzeugindustrie, IFA Group. Also als Entwicklungsingenieur begleite ich die Entwicklung eines Produkts. Das geschieht meistens von einer Idee oder von einem Konzept aus,
folgt dann detaillierte Entwürfe bis hin zu Prototypen und der dann serienreifen Entwicklung zum Beispiel. Und während diesem ganzen Prozess ist man damit beschäftigt, ja, die Erfüllung der Anforderungen an dieses Produkt nachzuweisen. Bei der IFA bin ich beschäftigt im Team Simulation und Berechnung. Dort sind wir direkt an der Validierung unserer Produkte beteiligt. Wir erstellen als Hauptaufgabe sozusagen Festigkeitsnachweise. Diese sind immer dann sinnvoll, wenn zum Beispiel Änderungen an Komponenten oder Änderungen an Gelenken stattfinden, die man bewerten muss oder auch Neukonstruktionen entstehen. Also ich würde das duale Studium direkt mit Berufseinstieg übersetzen. Das heißt, es gab nicht diese klassische Umstiegszeit vom Studium in den Beruf. Ich war Vollzeit in den Praxisunternehmen während der Semesterferien angestellt und war seit spätestens Anfang des 6. Semesters vollwertiges Mitglied der Entwicklungsabteilung. Gefallen hat mir an meinem Studium, dass ich genau das gemacht habe oder genau das gelernt habe, was ich mir erhofft hatte und dass ich so auch genau in dem Berufsfeld arbeiten konnte, was ich mir vorgestellt hatte. Also so ein bisschen traue ich nach den Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Auch diese freie Freizeitgestaltung, die man natürlich so im Studium hat, das ist schon was im Berufsleben natürlich nicht so in dem Maße der Fall ist. Also zu den Lieblingsplätzen gehört eindeutig der Bereich zu dem G14 gehörig, also alles, was da so drumherum ist, um das Hörsaalzentrum. Ich erinnere mich noch, wir haben mit der besagten Lerngruppe sehr oft dort gelernt. Wir haben die Seminarräume genutzt, eigene Musik angeschlossen, die waren klimatisiert, das ist sehr wichtig im Sommer. Wir haben dort Pizza bestellt und sowas, aber auch gelernt natürlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es immer noch so ist, aber mein Tipp wäre, nicht 11:45 Uhr essen zu gehen, weil die Pause einfach viel zu klein ist für den großen Andrang in der Mensa. Ich bin dann meist 13:45 Uhr gegangen und da war es dann deutlich leer. Der Geheimtipp wäre, zur letzten Vorlesung Technische Mechanik vor dem Weihnachtsfest etwas Weihnachtliches mitbringen. Warum? Das ist ja ein Geheimtipp. Einfach mal machen. Vielseitige Kooperationen mit führenden Unternehmen der Industrie ermöglichen H2-Studierenden einen schnellen und effizienten Berufseinstieg. Bei über 50 Studiengängen findet jeder den passenden Grundstein für seinen Berufsweg. Hallo? Hi Tom, da bist du ja. Oh, irgendwie reicht's mir mit den ganzen Plattformen hier gerade. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte da im 2. Semester mit den ganzen Videokonferenzen schon so meine Schwierigkeiten. Ja, mich hat's auch echt abgenervt. Und ob das jetzt hier unsere Erstis erreicht hat, frage ich mich auch gerade. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die bis jetzt alle dran geblieben sind. Aber die können es ja im nächsten Jahr besser Ich machen. bin auf jeden Fall gespannt. Oh Mist, mein Datenvolumen ist auch schon wieder aufgebraucht. Tom, bist du noch da? Hallo, Tom. Hi, hier bin ich wieder. Hi. Ja, was können wir euch denn noch sagen? Folgt uns doch noch auf allen Social-Media-Plattformen. Wir sind auf Twitter, Instagram und Co. unter HS Magdeburg Stendal zu finden. Und für alle Incomings und die es noch werden wollen, findet ihr auch das International Office unter H2 International auch auf Instagram. Und wir wünschen euch erstmal eine schöne Zeit. Vielleicht sehen wir uns mal auf dem Campus. Und uns bleibt jetzt eigentlich nur noch, euch Ciao zu sagen. Tschüss, bis dann.